So Leute, wir bringen jetzt hier mal den klassischen YouTuber-Move. Herzlich willkommen in Cairo Vecchio, also das heißt so viel wie altes Cairo auf Italienisch. Es ist die wohl bekannteste Geisterstadt auf Sardinien. Cairo, das ist aus dem Griechischen, habe ich gerade gegoogelt, und bedeutet fließende Erde. Und das ist auch leider genau der Grund, warum das hier eine Geisterstadt ist. Und zwar gab es hier in den 50er Jahren ein relativ schweres Unwetter. Also ich glaube im Oktober 5 oder sagen wir mal eine Woche lang hat es halt geregnet, was drunter ging. Und dann im Endeffekt das halbe Dorf unter sich begraben durch eine Schlammlawine. Ihr könnt schon erahnen, hier zu beiden Seiten des Dorfes gibt es halt auch relativ steile Hänge. Und ich hole mal schnell rum. Das Tal runter geht es natürlich auch richtig weit. Das heißt, für so eine Schlammlawine ist halt richtig Platz. Und das Dorf wurde halt zur Hälfte verschüttet. Und danach, ja, hat man halt überlegt, was zu tun ist, und man wollte halt sowas verhindern. Deswegen hat man das Dorf nicht neu aufgebaut, sondern hat quasi ein neues Dorf gebaut, wenn man so möchte. Aber man konnte sich nicht einigen, wo das Ganze geschehen sollte. Das heißt, aus einem Dorf wurden dann 3, die alle auch Cairo noch im Namen tragen und dann halt einfach unterschiedlich weit vom alten Dorf weg sind. Also ein Teil, kann man schlecht erahnen, ist aber einfach nur ein Stück den Hang hoch, das einfach höher liegt und eben sowas vorbeugen soll. Und die anderen Teile sind ein bisschen weiter weg. Und ja, es ist so ein ganz bekanntes Ausflugsziel, also hat glaube ich jeder auf Sardinien schon mal gesehen. Das Krasse ist halt auch, wie viele Häuser doch noch da sind, weil bei einer Geisterstadt stehen halt manchmal noch so 1, 2, 3 Häuser, aber hier ist halt doch noch einiges da.